Die Wüste ist auch heute noch eine Herausforderung. Wir glauben, dass wir in der Atacama auf menschenleere Einöde und unberührte Natur treffen. Aber es kommt anders. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir fahren abseits der Hauptstraßen Richtung Norden. Links neben uns ist der Pazifik. Er ist voller Leben und erscheint in tiefem Blau. Auf der anderen Seite die lebensfeindliche Atacama-Wüste. Trinkwasser und Diesel sind hier lebensnotwendig. Wir haben uns mit beidem eingedeckt, um die langen Distanzen zwischen den Dörfern zu schaffen. Wir erreichen die legendäre Ruta 5, den Wüstenhighway. Sie ist Teil der Panamericana und wir fahren immer weiter Richtung Norden. ¡Ayuda! ¿Cómo te parece el test con las nuevas ruedas a la arena? Gut, also mit den neuen Rädern klappt bisher ganz gut. Wahrscheinlich fahren wir uns jetzt fest. Die neuen Reifen geben uns definitiv mehr Freiheit, auch in schwierigem Gelände zu fahren. Sand ist und bleibt unser Limit. Hier kommen wir nicht weiter. Wir drehen um und suchen uns einen Platz auf festerem Boden. Ja, das muss man erst mal verstehen. Also, wir sind jetzt noch ein Stück weiter gefahren und jetzt sind wir echt in der Atacama-Wüste. Also ich meine, wir sind am Meer, aber hinter uns ist einfach mal knallhart Wüste. Und es ist so krass schön hier, weil das ist ein ganzer Strand für uns alleine. Und es ist weißer Sandstrand. Einfach einzigartig. Total cool. Und die neuen Reifen, ey, die sind der Mega-Knaller. Also wir kommen hier super gut durch. Wir sind nicht stecken geblieben. Und kannst hier am Wasser langfahren und hast hier halt einfach deine Ruhe. Also unbezahlbar schön. Richtig, richtig cooler Platz. Und ein schönes Lagerfeuer machen und dann hier den Sternenhimmel genießen. Weil es war bis gerade eben auch noch bewölkt. Ja, aber jetzt ist von einer Minute auf die andere. Klasse, richtig geil. Wir haben einen der schönsten Strände in Chile gefunden. Ein Paradies, das uns fasziniert und doch schockiert.
Wir werden mal gucken, ob es da noch ein paar Meeresfrüchte gibt. Weil bisher gab es ja immer irgendwas hier in Chile. Und das wäre natürlich richtig geil. Was leckeres Essen. Direkt vom Strand gepflückt. Alessandra klettert da schon auf die Felsen. Ja, aber Miesmuscheln gibt es hier keine, so wie es aussieht. ¿Dónde es? Este aquí. Sí, como ein, ja, das fühlt sich an wie, also wie Lehm schon fast. Das ist echt richtig krasser Boden. Ne? Hier, das kannst du so. Echt krass. Ah, no. Wir haben eine Maus gerettet. Oder wir hoffen, dass wir einer Maus das Leben gerettet haben. Die war da nämlich in einem Loch drin, wir haben einen Stock reingesteckt und jetzt gucken, ob die noch drin ist. Juchel, komm mal her, guck mal. Ist das hier drin? No, doch. Hier hast du was? Da ist sie, die Maus. Wo ist sie jetzt? Da. Aber was machen wir? Retten wir sie oder? Also, Mission Maus retten. Handschuh. Also jetzt kann ich sie da drin auch nicht lassen. Ich meine, es ist nur eine Maus, aber die ist jetzt nur mal da drin und ich weiß, dass sie da drin verhungert. Also kann ich sie da drin nicht lassen. Ob das der Maus jetzt hilft, wahrscheinlich tue ich die raus und dann wird die direkt von irgendeinem Vogel gefressen. So, vielleicht will die gar nicht raus. Aber jetzt holen wir uns diese Maus. Da ist sie. Maus gerettet. Aber ich will gar nicht wissen, was in dem Loch drin ist. Der Handschuh kommt weg. Ekelhaft. So, let's Feuer. Scheißwetter. Alles grau. Ach ja, ich sag dir. Ich habe es hinten und lauter Seelöwen hier, Seehundkadaver. Okay. Ja. Oh, Also, Baby oder eine große? 2 Babys und ein Erwachsener. Also Also. ich musste aufpassen mit den Hunden wieder. Mhm. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstützt uns doch mit einem Abo. Das hilft uns sehr. Wir fahren weiter an der Küste entlang. Die Wege, die wir nutzen, gibt es auf der Karte nicht. Später werden wir wieder auf der Panamericana fahren, immer in Richtung Antofagasta.
So, wir müssen jetzt ausnahmsweise mal meckern. Wir sind ja nun wirklich nicht der Kanal, auf dem stetig irgendwelche Negativitäten gezeigt werden. Aber wenn es was gibt, was uns wirklich stört, dann muss es auch raus. Also ich nehme jetzt mal eins vorweg. Wir lieben Chile. Wir finden Chile total geil. Und wir haben auch viele Leute, die uns aus Chile verfolgen und wir sind dafür auch sehr dankbar. Und wirklich, wir würden jedem unserer Freunde Chile empfehlen und wir würden sagen, echt, jedem auf diesem Planeten empfehlen, fahrt mal nach Chile und guckt euch das an, weil das Land ist wunderschön, einzigartig, wilde Natur, ein reichhaltiger Ozean, im Süden grün, im Norden Wüste, ein absolut geiles Land. Aber es gibt eine Sache, die ist so unglaublich ekelhaft, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Und sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das hat in Port Montt angefangen. Also vorher auf der Carretera Austral war wirklich alles Natur pur, sehr ordentlich. Man hat richtig gesehen, dass die Leute sich Mühe geben und dass die Natur geschätzt wird. Aber ab Port Montt ist jeder Ort, also wirklich jeder Ort, den man mit dem Auto anfahren kann, zugemüllt. Aber nicht etwa mit Hausmüll, so nach dem Motto, man weiß nicht, wo man seinen Hausmüll hin tun soll. Nee, Berge von Bierflaschen. Da kommen Leute an und also ich sage das jetzt mal nicht böse, es sind nicht die Touristen, weil die Nationalparks sind sauber und auch, wie gesagt, der Süden, wo die meisten Touristen sind, ist weitestgehend oder fast total sauber. Nein, es sind die Orte nah an den Städten, wo, ich sag mal, bis jetzt junge oder alte Leute sind, keine Ahnung, kann ich so nicht sagen, aber die kommen an am Strand mit ihren Pickups. Die sind vollgeladen mit allem, was man zum Grillen braucht und dazu gehört eben auch Bier und Getränke. Und wenn die wegfahren, bleibt es einfach da liegen. Und zwar in Bergen. Ja, also wir haben es bisher nicht gefilmt oder nicht so oft gefilmt, weil wir wollen ja die schönen Dinge auf unserer Reise dokumentieren und nicht irgendwelche... Ja, also wir hatten auch nie gedacht, dass wir ein Video darüber machen, aber hat so Überhand genommen und gerade hier in der Atacama, also das ist schier unglaublich. Und ich gebe mal ein Beispiel, wir waren an dem Strand, wo wir diese Muscheln gegessen haben. Ich blende das mal hier oben ein, das Video. Wir hatten ja so wunderschöne Almejas heißen, die isst man roh und wurden da eingeladen von den Chilenen. Und da kam eine Familie mit 3 Pickups, also es war wirklich eine Familie, alte Leute, mittelalte Leute und Kinder. Die kamen mit 3 Pickups an, dann haben die da gegrillt und sind dann abends in der Nacht, als es dunkel war, wieder weggefahren. Als wir am nächsten Morgen dort wieder mit den Hunden Gassi gehen, ist der schöne weiße Strand, der vorher wirklich unberührt war, ja, eine einzige Müllhalde gewesen. Also wirklich alles liegen gelassen. Flaschen liegen gelassen, Kartons liegen gelassen, Fleischreste liegen gelassen, Knochen liegen gelassen. Alles einfach liegen gelassen. Und das ist richtig ekelhaft. Also ich würde mir wünschen, ich wünsche es mir im Sinne der Chilenen und ich will auch gar nicht oberlehrerhaft kommen. Hey, da muss was passieren. Weil sonst wenn alle Strände irgendwann zugemüllt sind, dann ist dieser Reichtum dieser Strände und dieser Reichtum, den Chile einfach bietet, irgendwann kaputt. Und das wäre sehr traurig. Des Weiteren gibt es ziemlich viele Dörfer oder Ansammlungen von Häusern, vielleicht illegal errichtet, vielleicht auch nicht, das ist aber auch egal jetzt mal an der Stelle. Und auch die verscharren ihren Müll einfach nebendran. Also da wird einfach der Bagger genommen, da wird ein kleines Loch ausgehoben und anstatt den Plastikmüll dann erstmal zu verbrennen in dem Loch, ich meine, ist ja noch nicht so schlimm, da ein bisschen Diesel drüber zu kippen und das erst zu verbrennen und dann zuzumachen, hat einfach zur Folge, dass sobald der Wind den Sand wegweht, das ganze Plastik durch die Wüste fliegt. Also das ist eine Geschichte, die uns überhaupt nicht gefällt und die wir ehrlich gesagt an Chile nicht gut finden. Also nicht jede Stellplatzsuche ist ja erfolgreich. Also sieht ja auf den ersten Blick richtig geil aus. Also gefällt uns auch soweit ganz gut. Wir werden auch hier bleiben die Nacht über. Aber auf den zweiten Blick sind wir halt mitten im Dorf.
Gut, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt ist eh keiner mehr da. Die Sonne geht unter und wir haben keinen Bock mehr zu suchen, also bleiben wir hier. ¿Qué día es hoy? Viernes. Viernes! Viernes, perfecto. So? Und Freitag wird gefeiert. Aquí está toda la Party. Genau, der Partybag. Mit leichtem Kopfweh geht es am nächsten Morgen weiter. Ja, die Straße ist gar kein Asphalt, das ist Sand. Festgefahrener Sand mit Öl oder wie auch immer. Das ist Sand, das ist kein Asphalt. That's the way. That's the way. Und die sind noch nicht im Nationalpark. Juhu! Podemos hacer lo que queremos. Dogs, are you ready? For the private beach. Not private, I don't know if you only one. Fahren wir bis hierher? So nah am Wasser ist geil, oder? Ja, ich glaube so. Hammer. Ja. Buenas. ¿Exitoso? ¿Tienes éxito con el pez? ¡Qué grande! ¿Cómo se llama este pez? Corvina. ¡Qué bueno! ¿Es delicioso? Nee, der hat einen Fels. Oh mein Gott. Dame un beso, dame un besito.
che grande pezzo, no? Lo pagaste? No, no quería Te lo nada. regalato. Ja, me han regalado. Wow. Me he preguntado que venden o no venden. Das ist doch mal ein Fisch, oder? Heute gibt's was Leckeres. Juhu, na, da freue ich mich ja drauf. So, heute gibt es mal was Besonderes. Wir zünden heute das Feuer an. Das haben mir die Chilenen gezeigt. Und zwar wird in der Mitte eigentlich eine Flasche hingestellt, drumherum Papier, sozusagen richtig fest gepresst, wie so ein Ring. Und dann wieder mit Kohle aufgefüllt, dass es wie so ein Vulkan ist. Dann zieht man die Flasche raus in der Mitte und zündet es dann an. Und das sage ich jetzt ohne Bewertung, ich übersetze es einfach mal. Das heißt Maricón und das heißt übersetzt Schwuler. Also vom Spanischen ins Deutsche, ohne eine Bewertung da hinzuzufügen. Funktioniert aber richtig, richtig gut. Wie gerade Schuppen, Alter. So, die Flasche ist rausgezogen, also entsteht da ein Loch. Da habe ich jetzt ein bisschen Haushaltsrolle mit ein bisschen Öl reingemacht, damit es wenigstens einmal kurz anbrennt hier am Strand mit dem Wind. Und das soll jetzt innerhalb von Sekunden die Kohle durchpreisen. Sekunden, also wahnsinnig schnell halt eben den Haufen hier anzünden. So, wir werden sehen. So, der Fischgriller ein bisschen modifiziert, weil das Ding ist echt viel zu groß hier. Feuer brennt schon eine Weile und jetzt tun wir den dahin, wo es nicht so heiß ist, damit er nicht verbrennt. Ja, sieht das nicht lecker aus? Gefüllt mit Zitronen, Knoblauch, Petersilie, Salz und Pfeffer. Und jetzt geht das los hier. Also hier wäre total heiß, hier tun wir nicht hin. Hier ist eine gute Temperatur und hier lassen wir den einfach mal loslegen. Wir haben ja Zeit. Looks delicious. Mira bien que no tienes la... No tiene. ¿No tiene? No, muy Mira. poco. Mira. Was für ein Riesenfilet. Ja, Mm. richtig große. Boah. Und richtig hart. Richtig was zum Beißen. Das ist super, super, super lecker. Einzigartig. ¿Y tú? Bueno, taste is really good, but I find it a bit hard to bite, but good taste. Und du? Gut? Mal probieren. Der wahrhafte Reichtum ist das. Absolut mega leckerer Seefisch. Von da hinten, 2 Stunden später, auf dem Grill zubereitet. Mit einfachsten Mitteln. Und es ist so unglaublich gut. Ich glaube, der zweitbeste Fisch, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Es ist kaum zu glauben. Hier im Nirgendwo gibt es 4G-Abdeckung. Kein Haus weit und breit, aber 4G. Die Atacama ist die älteste Wüste der Welt. Hier sieht man Vergänglichkeit und kann sie sogar anfassen. Die Steine sehen stabil aus und sind Millionen Jahre alt. Und doch zerfallen sie zu Staub in der Hand. Die großen Temperaturunterschiede von Tag und Nacht sprengen selbst den härtesten Stein.
Wir durchqueren den Nationalpark Pan de Azucar. Hier ist alles sauber, es gibt keinen Müll. Wir genießen die schroffe Schönheit der Wüste. Wir sind mitten in der Atacama, also aus der Atacama-Region raus, jetzt in der Antofagasta-Region. Das ist die zweite Region Chiles. Es fehlt uns jetzt nur noch eine. Dann haben wir alle Regionen Chiles vom ganzen Süden bis in den ganzen Norden sind wir durchgefahren. Schön. Geil, oder? Das, Ja. das längste und schmalste Land, also nicht das längste Land der Welt, aber doch in der Nord-Süd-Ausdehnung könnte sogar sagen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall von ganz unten bis ganz oben. Jede Straße, die ganze 7 und die ganze 5. Ist ja geil, ey. Es ist nicht leicht, in der Wüste an Wasser zu kommen. Wir nutzen jede Gelegenheit. Ich habe Quilombo gekauft. Ja. Ja. Warum? Also, zur Erklärung, Quilombo ist ein argentinisches Wort und heißt Chaos. Und eigentlich, also wir würden das Wort ja nicht benutzen, das heißt deshalb Chaos, weil die Dörfer der Sklaven früher, das haben die Argentinier oder die, wie soll man sagen, die Herrschenden sozusagen als Chaos bezeichnet. Und eigentlich ist die Quilombo die Bezeichnung eines Sklavendorfes. Überall, hier guckt mal, also ja, überall steht Achtung, zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Kalorien. Ja, Just to let you know. also nur mal so, also die kriegen das hier hin, so Alarmgeschichten zu machen, die wir in Europa ja noch nicht hinkriegen. So we Aber- don't need it. We don't eat it now, No, no? we don't eat it. Da ist unsere Straße. Do you think is this the right place? What a cloudy day. Ja, total. A perfect day for driving a couple of kilometers. Ja. Die Straßen in Chile begeistern uns. Man sagt, es sind die besten in gesamt Lateinamerika. Sie sind so gut, dass man sogar in der Nacht schnell fahren kann, ohne Angst um sein Auto zu haben.
Wir verlassen die Küste. Es geht steil nach oben in die Berge. Auf weniger als 20 Kilometer Strecke geht es bis auf über 2000 Meter Höhe. Wir erreichen das Hochplateau und ein Sternenobservatorium. Die Luft hier ist trocken und es gibt keine Lichtverschmutzung. Wir freuen uns auf die Sterne in der Wüste. Unser Weg durch die Wüste geht weiter. Danke für die Unterstützung bei PayPal. Das hilft uns sehr, unsere Videos weiterhin zu produzieren. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao.